Hallo meine Lieben, heute startet endlich unser Vereil-Workshop und ich freue mich da schon drauf, seitdem feststeht, dass wir das für euch machen wollen. Wer mich kennt, weiß, dass ich diese Art von Stricken total liebe und ich hoffe, dass ich einige von euch mit dieser Begeisterung anstecken kann. Heute wollen wir uns vor allem mit der Fadenhaltung und den ersten Maschen beschäftigen. Ich habe extra zu diesem Workshop einen Blogbeitrag geschrieben. Hier könnt ihr alles im Detail auch nochmal nachlesen. Es gibt viele Infos zu Farbkombinationen, Farbdominanz, ganz wichtiges Thema, das oft viel zu kurz kommt. Und ihr bekommt auch die Hausaufgaben auf dieser Seite zum Üben. Die Dateien könnt ihr euch da ganz einfach runterladen. Ich verlinke euch das auch unten nochmal in der Infobox. Für mein Übungsprojekt nehme ich hier Sockenwollreste, einmal rot, einmal weiß. Die sind noch vom letzten Projekt über. Und dann habe ich schon mal 48 Maschen angeschlagen, also 12 pro Nadel. Und habe hier eine Nadel schon mal im Wechsel gestrickt, einmal weiß, einmal rot, damit es gleich ein bisschen einfacher ist zum Erklären und mir der rote Faden nicht immer wegrutscht. Wir starten heute auf jeden Fall mit der Fadenhaltung und mit der Fadenspannung. Bei mir ist es so, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die beiden Fäden zu halten, zum Beispiel einer rechts, einer links. Das funktioniert bei mir überhaupt nicht, komme ich nicht klar mit, bin ich völlig ungeeignet für. Ich mache das so, ich lege hier die Fäden erstmal zwischen kleinen Finger und Ringfinger und lege sie dann über den Zeigefinger und dann drehe ich den roten, das ist bei mir der Kontrastfaden, den drehe ich einmal um. Ich zeige es nochmal, einfach umdrehen. Jetzt sieht man hier hinten, dass die sich gerne mal ein bisschen verheddern und verdrehen. Und damit das nicht passiert, lege ich den Kontrastfaden zwischen Mittelfinger und Ringfinger. So sieht das dann aus, vorne, und das ist auf der Rückseite. Wichtig beim Vereilstricken ist auch immer die Position der Fäden. Also wenn man sich da einmal festgelegt hat, sollte man da auf jeden Fall bei der Variante dann bleiben. Bei mir ist in dem Falle weiß immer links und rot immer rechts. Das hat was mit der Farbdominanz zu tun. Das könnt ihr euch im Detail gerne auf der Internetseite durchlesen. Da erfahrt ihr dann alles drüber. Durch die Position der Fäden entsteht hier eine Lücke und das ist sehr von Vorteil beim Stricken, weil die dann einfach nicht im Wege sind, wenn ich den Faden holen möchte. Bei der ersten Masche stechen wir ganz normal ein, wie zum Rechtsstricken, und holen den weißen Faden durch. Vereil wird ja immer mit rechten Maschen gestrickt. Bei der zweiten Masche den roten Faden. Und da kann man schon sehen, dass die so nicht im Weg liegen und man ganz easy an den Faden rankommt. Wir stricken jetzt immer weiß-rot im Wechsel und das machen wir 3 Runden lang und dann wechseln wir die Farben.
Wenn ihr die 3 Runden habt, wechseln wir die Farben. Wir starten also mit Rot, Weiß, Rot, Weiß, Rot, Weiß und so weiter. Bei der zweiten Nadel gibt es gleich eine Besonderheit. Da stricken wir nämlich die ersten 6 Maschen hier, so wie sie sind. Die bleiben weiß, rot, weiß, rot, weiß, rot. Das ist unser Stick, den brauchen wir später. Da wird nämlich dann unser Übungsstück aufgeschnitten. So, wir 6 und dann machen wir weiter ganz normal rot, weiß, rot, weiß, rot, weiß. Und dann könnt ihr auch schon mit den ersten beiden Hausaufgaben starten. Die bekommt ihr ja auf unserer Internetseite. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Video.